Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wirklich eine Freude, hier zum ersten Mal in Korntal zu sein. Meine Frau und ich haben unzählig viele deutsche Freunde. Wir haben unsere Aufenthalte in Deutschland äußerst genossen. Und eine kleine Freude, die ich für Sie diesmal gemacht habe, war einen gewissen Spaziergang auf den Marienplatz zum Weihnachtsmarkt. Und das war für Sie sehr wichtig. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich heute Abend gekommen sind, um über dieses Thema Wunder ist Glaube an das, also ich hätte gemeint, dass der Titel lautet, an das Übernatürliche irrational oder rational, weil es gibt einen kleinen Unterschied. Ich möchte heute Abend betonen, dass Glaube an das Übernatürliche nicht irrational ist. Aber wir können viel mit unseren Sinnen auch dort begreifen, besonders mit unserer Rationalität. Ich war vor einigen Monaten im Sommer in New York, wieder mal eingeladen von den Fernsehleuten dort, eine öffentliche Debatte mit Richard Dawkins zu führen, in Public Broadcasting Television. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich habe schon 3 Debatten mit ihm gehabt. Aber ich bin trotzdem hingefahren und mit ihm erschienen beim Charlie Rose Show. Und er hat angefangen, indem er direkt versucht hat, mich total lächerlich zu machen. Mehr oder weniger zusammenfassend hat er gesagt, meine lieben Leute, hier ist John Lennox, Professor in Oxford. Und stell dir mal vor, der Mann glaubt, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Er glaubt, dass Jesus Wasser in Wein umgewandelt hat. Als ob zu sagen, der ist total verrückt. Und ich habe gesagt, Richard, stop. Das ist genug. Eigentlich, wenn Jesus ist, der, den ich glaube, er ist, der Schöpfer, das schöpferische Wort Fleisch geworden, dann hat er schon das Wasser geschaffen. Und vielleicht ist es keine große Sache, wenn man das Wasser schon geschaffen hat, auf das Wasser gehen zu können. Aber dann ging ich weiter. Ich habe gesagt, Richard, wir können heute über alle möglichen Wunder im Neuen Testament sprechen. Und du würdest sie alle total ablehnen, weil es eine prinzipielle Frage hinter diesem Gespräch gibt. Und das ist die Frage, ob Wunder überhaupt möglich sind. Und das ist unsere Frage für heute Abend. Ich erinnere mich an Christopher Hitchens, der einmal, habe mit ihm ein paar Mal debattiert. Er ist leider unlängst gestorben. Und er hat in einer Debatte mit Jay Richards in Stanford Universität, Hitchens fragte ihn, ob er glaube, Jesus sei von den Toten auferstanden. Als Richards dies bejahte, fragte Hitchens ihn, ob er glaube, Jesus Christus sei von einer Jungfrau geboren worden. Richards bejahte erneut. Keine weiteren Fragen, erwiderte Hitchens. Das ist ein ehrlicher Mann, der gerade sehr deutlich gezeigt hat, dass die Wissenschaft nichts mit seiner Weltsicht zu tun hat. Also, diese Einwand bekomme ich regelmäßig, fast jeden Tag. Es lohnt sich überhaupt nicht, über die biblische Wunder zu sprechen, weil sie alle prinzipiell ausgeschlossen sind durch die Naturwissenschaft. Und daher, wenn von der Weltanschauung her die Menschen lehnen Wunder prinzipiell ab,
dann kommt man nicht so weit voran, wenn man versucht, anhand der Geschichte oder Erfahrung dies oder jenes Wunder zu belegen. Weil für sie ist es sowieso unmöglich. Und so, wir kommen zu der Grundfrage für heute Abend. Es gibt zwei Weltanschauungen und die sind beide sehr alt. Eine Weltanschauung geht zurück zu den Atomisten, Demokrit und Leukippos, die glaubten, dass die Atome und das Leere sind alles, was es gibt. Die waren die Urmaterialisten. Und Dawkins und Hitchens und so weiter gehören dieser Gruppe auch heute an. Dagegen waren Platon und Sokrates und Aristoteles, die sagten, nein, dieses All ist nicht alles, was es gibt. Es gibt Transzendenz. Und so durch die ganze Geschichte haben wir diese zwei entgegengesetzte Weltanschauungen. Es gibt noch andere, aber für uns heute, die sind die wichtigste, die wir haben. Und wenn man an einer dieser Weltanschauungen hält, dann das natürlich hat eine Riesenwirkung auf die Reaktion Wunder gegenüber. Und so werde ich versuchen zu zeigen, dass die Weltanschauung, die hinter dieser Ablehnungen von Wunder prinzipiell, diese Anschauung selbst irrational ist. Aber Wunder, was sind Wunder? Es ist ein Wunder, dass sie ihr Examen bestanden hat. Das sind nicht die Wunder, worum es heute Abend geht. Wunder, ein Eingriff in die Natur durch eine übernatürliche Macht. Wenn es keine Übernatur gibt, dann gibt es keine Wunder im biblischen Sinne. Das Wort Wunder, lateinisch Miraculum, ist das Wort, wo wir Bewunderung herbekommen. Und so wäre es besser, in unserem Zusammenhang von einem übernatürlichen Wunder zu sprechen, weil wir bewundern vieles. Wir bewundern es, wenn zum Beispiel Weltfußballpokal von England gewonnen wird und so weiter und so fort. Aber in der Bibel, in biblischer Sprache, Johannes in seinem Evangelium verwendet das Wort Semeion, Zeichen. Das heißt, die biblische übernatürliche Wunder sind Zeichen, die Hinweise sind auf die Natur und das Wesen von Jesus Christus. Am Ende des Johannes-Evangeliums lesen wir, dass der Herr viele Zeichen getan hat, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, sondern die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus sei, der Sohn Gottes, und dass durch Glauben ihr ewiges Leben in seinem Namen bekommt. Das heißt, die Zeichen sind geschrieben als Indizien auf die Übernatur des Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Und so besser ist es, um Klarheit zu haben, dass wir über übernatürliche Wunder sprechen. Aber was ist die Natur? Das lateinische Wort natura kommt aus einem Verb geboren zu werden. Griechische Wort physis, wachsen. Und das Natürliche ist das, was normalerweise geschieht, was normalerweise wächst, was normalerweise stattfindet, wenn niemand eingreift, es zu halten. Und so der Naturalist im philosophischen Sinne glaubt, dass das Universum ein geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Es gibt kein Außerhalb, es gibt kein Transzendenz. Und so, das ist natürlich die naturalistische Weltanschauung von damals. Demgegenüber die theistische Weltanschauung und von meiner Seite die biblische Weltanschauung, das sagt, ja, es gibt ein All.
Es gibt ein physikalisches System, es gibt Kausalität, es gibt Ursache und Wirkung, aber das ist nicht alles. Dieses All hat nicht für immer existiert. Gott hat es geschaffen und Gott ist außerhalb der Natur, existiert für immer und ist nicht von der Natur abhängig. Und das ist äußerst wichtig. Im Gegensatz zu den alten griechischen, babylonischen, ägyptischen Göttern, die alle kommen aus der Chaos der Materie und Energie am Anfang. Der Gott der Bibel ist völlig anders. Er ist der existiert für immer und kam nicht aus dem ursprünglichen Chaos. Und so sind wir dabei, diese Frage ein bisschen zu forschen. Wunder, Eingriff dann in die Natur durch eine übernatürliche Macht. Und daher für Naturwissenschaftler streng genommen betreffen Wunder Ereignisse, die Ausnahmen zu anerkannten Naturgesetzen darstellen. Das heißt, die gehen gegen das, was normalerweise passiert. Daher setzen sie die Existenz der Natur voraus. Wenn man spricht von einem Eingreifen in die Natur, setzt man per Definition die Natur voraus. So, daher kann man logischerweise die Existenz der Natur selbst nicht als Wunder in dem engsten Sinn beschreiben. Und das ist sehr wichtig, weil die Existenz der Natur selbst, obwohl im striktesten Sinn kein Wunder, übernatürlich ist. Und das wäre ein wichtiges Thema an sich, weil ich vor einigen Wochen, ich war in CERN und dort fand eine bemerkenswerte Diskussion statt zwischen den Physikern, Mathematikern, Theologen und Philosophen, ob wir eine Gemeinsprache finden könnten über diese Fragen der Entstehung des Alls finden. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die Naturwissenschaft steht heute vor einem Riesenproblem. Bis 1960 ungefähr. Das Problem existiert überhaupt nicht, weil viele glaubten, dass das Universum immer da war. Aber dann kamen die Indizien, die jetzt mehr oder weniger akzeptiert sind, dass das Raumzeit einen Anfang hatte. Also in allen Einzelheiten möchte ich heute Abend nicht gehen, aber das Problem ist das Problem von Leibniz. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Und hier ist eine Frage, die direkt in die Problematik des Übernatürlichen geht. Was ist nichts? Es gibt mehrere Bücher heutzutage in den Buchhandlungen über das Thema Nichts. Ich habe sehr viele davon gelesen. Sehr viel über Nichts habe ich in letzter Zeit lesen müssen. Aber das ist sehr wichtig. Weil nichts im philosophischen Sinn ist die Abwesenheit von etwas. Und das Problem ist, wie kommen wir überhaupt von der Abwesenheit von etwas zur Anwesenheit eines Alls? Weil wenn nichts gab, dann gab es keine Natur. Und daher prinzipiell können natürliche Vorgänge und Prozesse das nicht erklären. Und so, der Versuch jetzt ist zu finden, eine Art und Weise, diesen Nexus zu vermeiden. Wie kommen wir aus dieser Problematik heraus? Und ich bewundere im anderen Sinne die Art und Weise, wie die Leute das machen. Hier ist ein weltbekannter Physiker, Leonard, mit wem ich eine lange Diskussion neulich hatte. Er sagt, weil etwas ist physikalisch, so muss nichts physikalisch sein.
Was? Darf ich das wieder sagen? Nein, Sie haben es schon kapiert. Wenn etwas physikalisch ist, dann muss nichts physikalisch sein. Er versucht irgendwie aus diesem Nichts, das nichts ist, aber nicht nichts ist, im philosophischen Sinne ein All zu bekommen. Und es fasziniert mich, die Absurditäten, wozu diese hochrangige Physiker getrieben sind, um zu versuchen, ohne Gott durchzukommen. Zum Beispiel Stephen Hawking, weltberühmt. Er war etwas früher in Cambridge als ich und Lichtjahre klüger als ich. Aber er hat geschrieben, nein, wir brauchen Gott nicht für die Existenz des Alls. Was ist seine Lösung? Weil es ein Gravitationsgesetz gibt, dann kann und wird das Universum sich selbst aus nichts schaffen. Was? Soll ich das? Vielleicht ist es zu spät für solche Logik, aber ich probiere es noch einmal. Da wir ein Gravitationsgesetz haben, kann und wird das Universum sich selbst aus nichts schaffen. Da wir etwas haben, ein Gravitationsgesetz, wird das Universum selbst aus nichts. Widerspruch Nummer 1. Nummer 2, das Universum kann und wird sich selbst erschaffen. Wenn ich sage, X schafft Y, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich setze X voraus, um Y zu erklären. Und wenn ich behaupte, X schafft X, dann setze ich X im Voraus, um die Existenz von X zu erklären. Und was bedeutet das? Das Nonsens bleibt Nonsens, auch wenn es von berühmten Naturwissenschaftlern gesagt wird. Diese Frage über nichts ist wichtig, vor allem für die jungen Leute. Und ich war sehr froh, in Harvard neulich ein öffentliches Gespräch mit Alan Guth gehabt zu haben. Alan Guth ist der weltbekannteste Astrophysiker, der den Begriff Inflation erfunden hat. Und ich habe ihn in der Öffentlichkeit gesagt, Alan, es gibt ein Problem unter der Öffentlichkeit da draußen. Viele Leute haben Schwierigkeiten mit nichts. Und ich möchte dich hier öffentlich fragen, das Nichts, was in der Physik vorkommt, ist nicht nichts im philosophischen Sinn. Und er hat gesagt, du hast vollkommen recht. Ein Quantenvakuum ist nicht nichts. Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Physiker sind in wahnsinnig große Schwierigkeiten gekommen. Warum? Weil sie nicht bereit sind, hier zu sehen, dass ein Fenster sich öffnet in das Übernatürliche, fast per Definition her. Und so, das ist mein erster Punkt heute Abend. Und Sie sehen, dass es wichtig ist, diesen Unterschied zu machen. Wunder, genau gesagt, betreffen etwas, das gegen Naturgesetze anscheinend läuft. Aber Übernatur ist ein viel größerer Begriff. Und es ist sehr wichtig, dass wir nicht an diese größte Frage von allen, meine ich, vorbeikommen, indem wir nicht sehen, wie wichtig die Existenz des Alls ist für unsere Überzeugung, dass es eine übernatürliche Welt gibt. Und ein sehr bekannter Astrophysiker, Sandage, der den Crawford-Preis gewonnen hat, das ist wie Nobelpreis für Astrophysik. Er ist mit 50 oder so Christ geworden, weil er sagte, diese Frage, warum gibt es etwas oder nichts? Er sagte, Gott für mich ist ein Geheimnis, aber er ist die Antwort zu der Frage, warum es etwas gibt und nicht nichts. So, das ist sehr kurz zusammengefasst mein erster Punkt. Jetzt kommen wir direkt zu den Wundern im Neuen Testament. Das heißt immer noch mit der prinzipiellen Frage. Aber merken wir zuerst, worum es sich handelt. Weil das christliche Evangelium sich ganz offen auf ein Wunder gründet.
Es war das Wunder der Auferstehung Christi, die es in Gang setzte, und dasselbe Wunder ist seine zentrale Botschaft. Tatsächlich war es, um ein christlicher Apostel sein zu können, eine Grundvoraussetzung, dass man Augenzeuge der Auferstehung war. Und C.S. Lewis, den ich gehört habe in seinen letzten Vorträgen in Cambridge damals, ich bin sehr alt, er hat es konkret formuliert. Der erste Fakt in der Geschichte der Christenheit ist eine Gruppe von Menschen, die behaupten, sie haben die Auferstehung gesehen. Wenn sie gestorben wären, ohne jemanden dazu zu bringen, dieses Evangelium zu glauben, wäre keines der Evangelien je geschrieben worden. Den ersten Christen zufolge gäbe es auch ohne die Auferstehung einfach keine christliche Botschaft. Paulus schreibt, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, aber auch eure Glaube. Und an dieser Stelle steht das christliche Evangelium gegen die weit verbreitete Ansicht, die Wissenschaft habe Wunder für unmöglich erklärt. Christopher Hitchens stellte dies in einer Debatte mit mir in Alabama heraus, indem er David Hume, den schottischen Philosophen der Aufklärung, anführte und behauptete, dass Hume das letzte Wort dazu gesagt habe. Hitchens bezog sich damit, wie viele meiner Kollegen, auf einen berühmten Aufsatz von Hume, in dem er schrieb: Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Und da eine feststehende und unveränderliche Erfahrung diese Gesetze gegeben hat, so ist der Beweis gegen ein Wunder aus der Natur der Sache selbst so vollgültig, wie sich eine Begründung durch Erfahrung nur denken lässt. So ist es kein Wunder, wenn ein anscheinend Gesunder plötzlich stirbt. Denn eine solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher als eine andere, aber doch häufig beobachtet worden. Aber, interessant, dass er diesen Fall zitiert, aber es wäre ein Wunder, wenn ein Toter ins Leben zurückkehrte, weil das zu keiner Zeit und in keinem Lande jemals beobachtet worden ist. Es steht daher notwendig, eine gleichförmige Erfahrung jedem wunderbaren Ereignis entgegen, sonst würde das Ereignis nicht diesen Namen verdienen. Und dieser Aufsatz ist der Grund von dem massiven Widerstand gegen den Begriff von Wunder überhaupt. Und genau genommen bringt Hume hier zwei Argumente, die überschneiden sich etwas. Erstens das Argument von der Einförmigkeit der Natur. Erstens, Wunder sind Verstöße gegen die Naturgesetze. Zweitens, diese Gesetze werden aufgrund einer festen und unveränderlichen Erfahrung aufgestellt. Drittens, Schluss ist, daher ist das Argument gegen Wunder so gut, wie ein aus der Erfahrung entstandenes Argument nur sein kann. Und dann zweitens ist ein unterschiedliches Argument von der Einförmigkeit der Erfahrung. Erstens war die Einförmigkeit der Natur, jetzt der Erfahrung. Erstens, ungewöhnliche, aber häufig beobachtete Ereignisse sind keine Wunder, wie beispielsweise, dass ein gesunder Mensch plötzlich tot umfällt. Zweitens, eine Auferstehung von den Toten wäre ein Wunder, denn es würde noch von niemandem irgendwo oder irgendwann beobachtet. Drittens, Schluss, gegen jedes Wunder steht eine einförmige Erfahrung, andernfalls würde man es nicht Wunder nennen. Und es ist interessant, dass Hume hier die Auferstehung als Beispiel für ein Wunder nimmt. Fakt ist dann, dass Atheisten allgemein anerkennen, dass zum Wiederaufstehen einer Leiche eine übernatürliche Kraft nötig wäre. So, denken wir ein bisschen über diesen Einwand nach. Hume leugnet Wunder, denn ein Wunder würde die einförmigen Naturgesetze verletzen. Aber leider an einer anderen Stelle leugnet er die Einförmigkeit der Natur.
Es ist sehr bekannt, dass er einmal sagte, nur weil man schon jahrtausendlange beobachtet, dass die Sonne morgens aufgeht, bedeutet das nicht, dass wir uns sicher sein könnten, dass sie morgen aufgeht. Und das ist ein Beispiel für das sogenannte Induktionsproblem. Hume sagt, aus vergangenen Erfahrungen könne man nicht die Zukunft ableiten. Doch wenn das zutrifft, sollten wir überlegen, was konkret daraus folgt. Nehmen wir einmal an, Hume hat recht und kein Toter ist in der gesamten bisherigen Geschichte der Erde je wieder aus dem Grab auferstanden. Dann kann er sich seiner eigenen Argumentation folgend nicht sicher sein, dass nicht morgen ein Toter wieder aufsteht. Und wenn dem so ist, kann er Wunder nicht ausschließen. Doch was ist nun mit Humes Beharren auf den Naturgesetzen und ihrer Einförmigkeit? Er hat eben jene Grundlage vernichtet, auf der er versucht, die Möglichkeit von Wundern zu leugnen. Und ich habe ein Gespräch mit Anthony Flew über diese Thematik gehabt. Anthony Flew galt als der führende Hume-Interpret der letzten Jahrhundert. Und im hohen Alter hat er eingesehen und zugestanden, dass Hume geirrt hat in diesen Dingen. Und Anthony Flew selbst als Philosoph ist gläubig geworden im Sinne, dass er an einen Gott glaubte, der das alles geschaffen hat, vor allem die DNA-Code. Es war höchst interessant, dass das ausgerechnet zu diesem Vorgänger von Richard Dawkins passiert ist. Und angesichts dieses fundamentalen Widerspruchs, ich finde es erstaunlich, dass Humes Argument zu einem großen Teil für die zumindest in der westlichen Welt weit verbreitete Ansicht verantwortlich ist. Wir könnten einfach zwischeneinander Wunder ausschließen. Und viele meiner Kollegen sagen, entweder glauben wir an Wunder oder wir glauben an das wissenschaftliche Verständnis der Naturgesetze, aber nicht beides. Richard Dawkins sagt ausdrücklich, im 19. Jahrhundert war es für einen gebildeten Menschen zum letzten Mal möglich, an Wunder wie die Jungfrauengeburt zu glauben, ohne dass es peinlich gewesen wäre. Hakt man aber genauer nach, so sind viele Christen auch heute noch so loyal, dass sie Jungfrauengeburt und Auferstehung nicht leugnen wollen. Andererseits ist es ihnen aber peinlich, denn mit ihrem rationalen Verstand wissen sie, dass es absurd ist. Also wollen sie lieber nicht gefragt werden. Aber so einfach ist es nicht, weil schließlich gibt es hochintelligente, angesehene Naturwissenschaftler, wie etwa Professor Bill Phillips, Nobelpreisträger für Physik, Professor John Polkinghorne und in Deutschland Professor Peter Hegeli, Physiker in Ulm, Professor Hans-Peter Kriegel in München und so weiter, die glauben an Wunder, die Wunder der Bibel. Und auch in Amerika den aktuellen Direktor des National Institute of Health und ehemaligen Vorsitzender sogar des Human Genome Project, Francis Collins. Die wissen genau über Humes Argument, trotzdem öffentlich und ohne Verlegen, irrational oder absurd zu wirken, ihren Glauben an das Übernatürliche bekennen, insbesondere an die Auferstehung Jesu Christi, die sie, wie ich, als höchsten Beweis für die Wahrheit der christlichen Weltsicht ansehen. Das zeigt, dass ein Naturwissenschaftler offenbar nicht zwangsläufig die Möglichkeit oder Tatsache von Wunder ablehnen muss. Um zu verstehen, warum sich solche Wissenschaftler nicht von Hume bedroht fühlen, werden wir nun einen genaueren Blick auf seine Vorstellung werfen. Wunder stellen eine Verletzung der Naturgesetze dar. Es ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir verstehen, was die Naturgesetze sind und was sie nicht sind. Sie sind nicht einfach Vorgangsbeschreibungen, wenn auch mindestens das. Sie entstehen aus unserer Wahrnehmung der wesentlichen Prozesse eines Phänomens.
Das heißt, die verschaffen uns Einblick in die innere Logik eines Systems hinsichtlich der Ursache-Wirkung-Beziehungen, ihre Bestandteile. Und ich habe gemerkt schon, dass Hume leugnet diese Ursache-Wirkung und daher nimmt er den Boden weg. Aber ich möchte diese Sache ein bisschen illustrieren, damit ich das ein bisschen näher komme. Die Idee, dass Wunder die Naturgesetze verletzen, ist eine sehr interessante Idee. Und zwar hat verschiedene Niveaus. Erstens, wie Hume auch gesagt hat, dass der Glaube an Wunder im Allgemeinen und neutestamentliche Wunder im Besonderen entstand in einer primitiven vorwissenschaftlichen Kultur, in der die Menschen die Naturgesetze nicht kannten und Wundergeschichten bereitwillig akzeptierten. Und Hume unterstützt das, indem er sagt, dass Berichte über Wunder hauptsächlich in unwissenden und barbarischen Nationen vorkommen. So plausibel diese Erklärung auf den ersten Blick auch erscheinen mag, ist sie doch Unsinn, wenn man sie auf die neutestamentlichen Wunder anwendet. Wenn wir nur einen Moment darüber nachdenken, werden wir sehen, dass um ein Ereignis als Wunder zu erkennen, es muss eine wahrgenommene Regelmäßigkeit existieren, von der dieses Ereignis eine offensichtliche Ausnahme darstellt. Man kann nicht etwas als abnormal betrachten, wenn man nicht weiß, was normal ist. Und daher, um Wunder überhaupt erkennen zu können, müssen wir die entsprechenden Naturgesetze sehr gut kennen. Und diese Erkenntnis ist sehr alt, und zwar finden wir sie in der Bibel selbst. Der Geschichtsschreiber Lukas, der war Arzt und hat höchstwahrscheinlich medizinische Wissenschaft in Alexandria studiert. Er war wahrscheinlich der einzige Naturwissenschaftler, der in unserem Neuen Testament schreibt. Und er eröffnet seine Biografie über Jesus Christus mit genau dieser Frage. Und das fasziniert mich, hat mich schon seit Jahren fasziniert. Er erzählt die Geschichte des Mannes Zacharias und seiner Frau Elisabeth, die jahrelang um einen Sohn gebetet hatten, weil Elisabeth unfruchtbar war. Als Zacharias als alter Mann ein Engel erschien und ihm sagte, seine Gebete würden erhört werden und seine Frau würde einen Sohn empfangen und zur Welt bringen, weigerte er sich höflich, aber nachdrücklich, es zu glauben. Als Grund gab er an, er sei jetzt alt und der Körper seiner Frau ebenfalls altersschwach. Wenn er und seine Frau in ihrem Alter ein Kind bekommen würden, würde das allem zuwiderlaufen, dass er über die Gesetze der Natur wüsste. Das Interessante dabei ist, dass Zacharias kein Atheist war. Er war ein Priester, der angeblich an Gott glaubte, an die Existenz von Engeln und an den Wert des Gebetes. Doch wenn zur versprochenen Erhörung seiner Gebete eine Umkehrung der Naturgesetze nötig wäre, war er nicht bereit, es zu glauben. Das heißt, er wusste vor 2000 Jahren, genau wie wir alle wissen, dass man kommt zu einer Altersgrenze, wo es nicht mehr möglich ist, Kinder zu erzeugen. Das ist ein Naturgesetz. Und es ist Unsinn zu sagen, dass die Leute damals keine Ahnung hatten und daher waren bereit, überall Wunder zu sehen. So, Lukas macht es sehr deutlich, dass die ersten Christen kein leichtgläubiger Haufen waren, die die Naturgesetze nicht kannten und daher bereit waren, jede Wundergeschichte zu glauben, so absurd sie auch sein müsste. Diesen Menschen fiel es ebenso schwer, die Geschichte von solch einem Wunder zu glauben wie den Menschen heute. Wenn sie es am Ende doch taten, lag es daran, dass sie vom schieren Gewicht der eindeutigen Beweise überwältigt waren, die man ihnen vorlegte
und nicht an ihrer Unkenntnis der Naturgesetze. Und auf ganz ähnliche Weise zeigt uns Lukas in seinem Bericht über die Entstehung des Christentums, dass der erste Widerstand gegen die christliche Botschaft der Auferstehung Jesu Christi nicht von Atheisten kam, sondern von den sadduzäischen Hohepriestern des Judentums. Tief religiöse Männer. Sie glaubten an Gott, sie beteten, sie hielten die Gottesdienste im Tempel ab. Doch das bedeutete nicht, dass sie, als sie zum ersten Mal die Behauptung hörten, Jesus sei von den Toten auferstanden, dies auch glaubten. Sie glaubten es nicht, denn ihre Weltsicht war naturalistisch. Die leugnete auch damals die Möglichkeit einer körperlichen Auferstehung, weder von Jesus Christus noch von sonst irgendjemandem. Diese Überzeugung war sehr weltverbreitet. Der Historiker Tom Wright schreibt, das antike Heidentum enthält alle möglichen Theorien. Doch immer, wenn die Auferstehung erwähnt wird, ist die Antwort ein striktes Nein. Wir wissen, dass das nicht passiert. Es lohnt sich, dies im Kontext unserer heutigen Zeit zu erwähnen. Manchmal hört man direkt oder indirekt die Meinung, vor dem Aufkommen der modernen Wissenschaft hätten die Menschen an alle möglichen seltsamen Dingen geglaubt, wie zum Beispiel an die Auferstehung. Wir heute, die wir 200 Jahre wissenschaftlicher Forschung auf unserer Seite haben, wüssten jedoch, dass tote Menschen tot bleiben. Das ist lächerlich. Der Beweis und die Schlussfolgerung daraus waren in der antiken Welt ebenso unübersehbar und unausweichlich wie heute. Daher ist die Unterstellung, das Christentum sei in eine vorwissenschaftliche, leichtgläubige und ignorante Welt hineingeboren worden, schlichtweg faktisch falsch. Die antike Welt kannte das Naturgesetz, dass Leichen nicht aus Gräbern aufstehen, ebenso gut wie wir. Das Christentum setzte sich aufgrund der schier erdrückenden Beweislage durch, dass ein Mann tatsächlich von den Toten auferstanden war. Aber das bringt mich zum Kern des Problems. Jetzt, da wir die Naturgesetze kennen, ist es unmöglich, an Wunder zu glauben. Weil ein Wunder eine Verletzung ist der Naturgesetze. Aber hier gibt es einen weiteren tiefen Fehlschluss. Ich bin in einem Hotel hier, sehr schön untergebracht. So, stellen wir uns vor, dass gestern Abend habe ich 100 € in die Schublade neben meinem Bett gelegt. Und ich lege auch heute Abend 100 € in dieselbe Schublade. 100 plus 100 gleich 200. Wenn morgen früh entdecke ich 50 € in der Schublade, was werde ich sagen? Dass die Gesetze der Arithmetik gebrochen sind oder die Gesetze von Deutschland? Gut, dass wir lachen, wir haben es kapiert. Wie weiß ich, dass die Gesetze, es sei denn, dass meine Frau es nicht geklaut hat, aber das ist eine andere Sache. Wie weiß ich, dass die Gesetze von Deutschland gebrochen sind? Weil ich die Gesetze der Arithmetik weiß. Verstehen Sie das? Wenn ich die nicht wüsste, dann würde ich sagen, okay, gestern 100 plus 100, 200, heute 50, so. Was macht es aus? Ich kann nur erkennen, dass etwas kam von außerhalb des Systems in das System hinein, indem ich das entsprechende Gesetz gut weiß. Das ist ja klar, nicht wahr? Und die Situation in meinem Zimmer im Hotel ist ein offenes System. Das ist der Haken daran. Kein geschlossenes System von Ursache und Wirkung, sondern ein offenes System und jemand kann von außen kommen und dieses Geld wegnehmen. Und das ist äußerst wichtig.
Was sind die Naturgesetze? Das Gravitationsgesetz, das schon erwähnt wurde. Das Gravitationsgesetz beschreibt, was passiert, wenn ich einen Apfel fallen lasse. Das bewegt sich, wenn keine Störung von außen kommt, in die Richtung des Zentrums der Erde. Übrigens, es ist zu merken, dass das Gravitationsgesetz sagt mir nicht, was Gravitation ist. Niemand weiß, was Gravitation ist. Und auch Newton hat das wahrgenommen. Ich wünschte, Sie hätten das mir in der Schule gelehrt. Weil viele Leute denken, dass die Naturgesetze Erklärungen sind auf allen Ebenen. Wittgenstein hat es sehr deutlich gesehen. Die größte Täuschung des Moderne ist, dass die Naturgesetze Erklärungen von der Naturerscheinungen sind. Sie sind es nicht. Sie sind nur Beschreibungen. Und sie sind keine Ursachen. Die Newtonschen Gesetze haben keine, wie heißt es in Deutsch, diese kleine Kugel auf einem Billardtisch. Das Newtonsche Gesetz hat nie in der Geschichte des Weltalls einen Ball zum Rollen gebracht. Es sind Menschen, die das tun. Die Newtonschen Gesetze können teilweise die Bewegung beschreiben. Und es ist ein zweiter Fehler zu denken, dass die Naturgesetze Ursachen sind. Sie sind keine Ursachen. Und daher müssen wir einsehen, dass wenn der Dieb das Geld wegnimmt, er bricht die Gesetze nicht. Das ist, was sehr wichtig ist. Er bricht die Gesetze von Deutschland. Und das hilft uns zu sehen, dass die Naturgesetze nicht wie juristische etablierte Gesetze sind. So, der Gebrauch des Wortes Gesetz in der Naturwissenschaft ist nicht dasselbe wie in dem Studium von Jura. So, aus der theistischen Perspektive sagen daher die Naturgesetze voraus, was passieren wird, falls Gott nicht eingreift. Obwohl das natürlich keinen Diebstahl darstellt. Wenn der Schöpfer in seine eigene Schöpfung eingreift. Es ist schlichtweg falsch zu argumentieren. Die Naturgesetze machten es uns unmöglich, an die Existenz Gottes und die Möglichkeit seines Eingreifens im Universum zu glauben. Das käme der Behauptung gleich. Das Verständnis der Gesetze eines Verbrennungsmotors macht es unmöglich zu glauben, der Konstrukteur eines Autos oder einer seiner Mechaniker könne oder würde eingreifen und den Zylinderkopf entfernen. Natürlich können sie eingreifen. Zudem würde dieser Eingriff nicht die zugrunde liegenden Gesetze außer Kraft setzen. Die gleichen Gesetze, die erklärt haben, warum der Motor mit dem Zylinderkopf funktioniert, würden jetzt erklären, warum er ohne diesen Zylinderkopf nicht mehr funktioniert. Also, es ist daher unzutreffend und irreführend, mit Hume zu sagen, Wunder verletzen die Naturgesetze. Und an dieser Stelle hat C.S. Lewis, wie bei vielen anderen Dingen, mir sehr geholfen. Wenn Gott ein Materienteilchen vernichtet oder schafft oder abbiegt, so hat er an diesem Punkt eine neue Situation geschaffen. Unmittelbar gliedert sich die ganze Natur dieser neuen Situation ein, lässt sie in ihrem Bereich sich einwohnen, passt alle anderen Geschehnisse ihm an. Sie finden sich in Übereinstimmung mit allen Gesetzen. Wenn Gott ein mirakulöses Spermatozoon im Leibe einer Jungfrau schafft, so lebt dieses nicht weiter, um irgendwelche Gesetze zu brechen. Die Gesetze übernehmen es sogleich. Die Natur ist bereit. Entsprechend allen normalen Gesetzen folgt Schwangerschaft und 9 Monate später wird ein Kind geboren. Genau wie Lukas das beschreibt. So, wie können wir das anders formulieren? Wir können zumindest sagen, dass es ein Naturgesetz ist, dass Menschen nicht durch natürliche Vorgänge wieder von den Toten auferstehen.
Doch das behaupten Christen nicht. Ich behaupte nicht, dass Christus durch einen natürlichen Vorgang von den Toten auferstanden ist. Ich behaupte, dass er durch eine übernatürliche Kraft von den Toten auferstand. Von sich aus können die Naturgesetze diese Möglichkeit nicht ausschließen. Wenn ein Wunder stattfindet, sind es die Naturgesetze, die uns darauf aufmerksam machen, dass es ein Wunder ist. Und es ist sehr wichtig zu merken und verstehen, dass Christen nicht die Naturgesetze leugnen, wie Hume unterstellt. Der Glaube an die Naturgesetze als Beschreibungen der vom Schöpfer ins Universum eingebauten Regelmäßigkeiten und Ursache-Wirkung-Beziehungen, nach denen das Universum normalerweise funktioniert, ist ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Position. Würden wir die Naturgesetze nicht kennen, würden wir niemals ein Wunder erkennen, wenn wir es sehen. Und so daher sehe ich, dass unsere Kenntnisse, unsere naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind erforderlich, Wunder zu erkennen. Es ist kein Gegensatz zwischen den beiden, wenn wir verstehen, um was die Naturgesetze eigentlich handelt. Also es gibt sehr viel mehr Dinge, die man sagen könnte. Hume hat weitere Einwände und das ist die Zeit, wo ich schaue auf die Uhr und ich mache ein bisschen Werbung. Wo die Leute wirklich sich weiter interessieren, habe ich ein neues Buch geschrieben. Das erscheint in Deutsch erst im März und das heißt Gott im Fadenkreuz. Und dort wird diese Thematik ausführlich behandelt. Aber ich möchte kommen zu einem äußerst wichtigen Punkt. Weil als Naturwissenschaftler bin ich ein gläubiger Mensch. Nicht an Gott, obwohl ich an Gott glaube. Ich glaube, dass es möglich ist, Naturwissenschaft zu betreiben. Die neuen Atheisten sind sehr clever gewesen. Sie haben das Wort Glaube umdefiniert. Glaube ist für sie ein religiöser Begriff und bedeutet, dass man etwas als wahr nimmt, wenn sie wissen, dass es falsch ist. Das heißt blinder Glaube. Sie lassen das Wort blind weg und so kommt eine riesige Verwirrung. Das ist natürlich falsch, wenn es zu Christentum kommt, wie wir gesehen haben aus Johannes Evangelium. Johannes sagt, hier sind die Belege, ein ganzes Evangelium darüber. Glaube ist auf diese Indizien belegt. Aber es gibt eine andere Seite zu der Sache und das ist die Tatsache, dass die Naturwissenschaft hat einen tiefen Glauben, wie Einstein eingesehen hat. Er hat einmal geschrieben, er könne sich keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen, der diesen tiefen Glauben nicht hatte. Nicht an Gott, sondern an die rationale Verstehbarkeit des Alls. Das ist eine Voraussetzung für alles Naturwissenschaft. Wenn man das nicht glaubt, von vornherein, dann wäre keiner bereit, Naturwissenschaft zu betreiben. Nun komme ich zurück zu C.S. Lewis. Und hier ist eine riesige Ironie in unserer Thematik heute Abend. Weil Christen wie ich werden argumentieren, dass es nur der Glaube an einen Schöpfer ist, der uns einen überzeugenden Grund gibt, überhaupt an die Einförmigkeit der Natur zu glauben. Das muss ich erklären. Das heißt Einförmigkeit, aber nicht absolute Einförmigkeit. Aus der Natur können wir sehr deutlich sehen, dass Auferstehungen sehr unwahrscheinlich sind. Das ist klar. Aber was die Naturwissenschaft nicht tun kann, ist zu sehen, dass sie unmöglich sind. Weil
Um das sagen zu können, musste man alle Gräber von Anfang der Geschichte bis heute beobachtet haben und ein Null registriert haben. Und das ist nur die Frage, die Hume nie behandelt hat, ob die Berichte einer besonderen Situation vor 2000 Jahren, ob wirklich die Indizien vorhanden sind, dass ein Leichnam auferstanden ist. So, was C.S. Lewis sagt, um an einer Uniformität der Natur, die Art, wie wir in der Wissenschaft gebrauchen, die Sonne ist heute erschienen, wir erwarten sie morgen, diese Art Uniformität, sagt Lewis Folgendes: Wenn alles, was existiert, die Natur ist, das große, vernunftlose, ineinander verwobene Geschehen, wenn unsere tiefsten Überzeugungen bloß Beiprodukte eines irrationalen Prozesses sind, dann besteht offenbar nicht der geringste Grund zu der Annahme, unsere Sinn des Angemessenen und unser konsequenter Glaube an Gleichförmigkeit sage uns irgendetwas über eine außerhalb liegende Wirklichkeit. Unsere Überzeugungen sind dann einfach ein Faktum über uns selber, wie die Farbe meines Haares. Wenn der Naturalismus wahr ist, dann haben wir keinen Grund, unsere Überzeugung von der Gleichförmigkeit der Natur zu vertrauen. Vertrauen kann man ihr nur schenken, wenn eine ganz andere Metaphysik wahr ist. Wenn das Tiefste in der Wirklichkeit, die Tatsache, welche der Quell aller anderer Tatsächlichkeit ist, wenn das ein vernünftiger Geist ist und wir unsere vernünftige Geistigkeit von ihm herleiten, erst dann können wir unsere Überzeugung wirklich vertrauen. Unser Abscheu vor Unordnung leitet sich her vom Schöpfer der Natur und unser Selbst. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausschluss der Möglichkeit eines Wunders und die Erhebung der Natur und ihrer Vorgänge zu einem Absolutum im Namen der Wissenschaft beseitigt somit jede Grundlage, überhaupt erst an die Rationalität der Wissenschaft zu glauben. Wenn wir andererseits die Natur nur als Teil einer größeren Realität betrachten, wozu auch der intelligente Schöpfer Gott der Natur gehört, gibt uns das eine rationale Rechtfertigung, an die Ordnung der Natur zu glauben. Eine Überzeugung, die zum Aufstieg der modernen Wissenschaft in den 16. und 17. Jahrhunderte führte. Also, wenn man jedoch zweitens die Existenz eines Schöpfers einräumt, um die Einförmigkeit der Natur zu erklären, steht die Tür unweigerlich auch dafür offen, dass der gleiche Schöpfer in den Lauf der Natur eingreift. Den zahmen Schöpfer, der nicht aktiv in das Universum, das er geschaffen hat, eingreifen kann oder darf, gibt es nicht. Also kann es Wunder geben. Dies ebnet den Weg für eine historische Betrachtung der Auferstehung, wie Wolfhart Pannenberg deutlich macht. Wenn die Historie nicht in dogmatischer Weise von einem verengten Wirklichkeitsbegriff, demzufolge die Toten nicht auferstehen, ausgeht, dann ist nicht einzusehen, weshalb die Historie grundsätzlich nicht in der Lage sein soll, aufgrund der Erscheinungserlebnisse der Jünger und der Auffindung des leeren Grabes von der Auferweckung Jesu als der bestbegründete Deutung solcher Ereignisse zu reden. Mein größter Einwand zur atheistischen Interpretation der Wirklichkeit ist nicht, weil ich Christ bin. Es ist, weil ich Naturwissenschaftler bin. Weil der Atheismus sagt mir, dass mein Sinn ist mein Gehirn.
und mein Gehirn das Endprodukt sei eines ungesteuerten, blinden, planlosen Prozesses. Wenn Sie wüssten, dass der Computer, den Sie morgen betätigen werden, das Produkt eines planlosen, ungesteuerten Prozesses wäre, würden Sie kein Vertrauen in diesem Instrument haben. Der Atheismus nimmt weg den Grund, worauf die Naturwissenschaft betreiben werden kann. Also, meine Reaktion dazu ist einfach deutlich zu sagen, Dawkins hat ein Buch geschrieben, der Gotteswahn. Ich denke, dass der Atheismus ein Wahn ist. Stephen Hawking hat einmal geschrieben, neulich, er hat geschrieben, das Christentum oder der Theismus ist eine Fantasie für diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Und eine englische Zeitung hat mich gefragt, würde ich dazu Stellung nehmen. Und ich habe gesagt, der Atheismus ist eine Fantasie für diejenigen, die vor dem Licht Angst haben. Ich danke Ihnen.